In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man die Positionsgröße von einer bestehenden Position mit MQL5 verändern kann. Sobald hier der Preis oberhalb der grünen Linie landet, sollten wir sehen, dass sich hier unten das Volumen verändert. Ich beschleunige das hier mal kurz. Achten Sie auf die Positionsgröße. Und wir wollen in diesem Video einmal herausfinden, wie man so eine Teilschließung einer Position programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf dieses kleine Icon hier oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler by Position Modifier EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt entfernen wir alles hier oberhalb der OnTick-Funktion. Und auch die 2 Kommentarzeilen können weg. Wir starten mit einem Include-Befehl, und zwar für die Datei trade.mqh. Die liefert uns Handelsfunktionen. Darum erstellen wir uns hier erst einmal von der Klasse cTrade eine Instanz mit dem Namen Trade. Die werden wir gleich brauchen, wenn wir Positionen eröffnen oder verändern möchten. Zunächst einmal müssen wir dafür den Ask-Preis ermitteln. Das geht mit der Funktion SymbolInfo_Double. Für das aktuelle Währungspaar. Wir nutzen hier Symbol_Ask und mit Normalized Double und _Digits sorgen wir dafür, dass wir auch automatisch die richtige Anzahl von Nachkommastellen berechnen. Je nachdem, welches Währungspaar wir wählen, können das nämlich 3 oder 5 Nachkommastellen sein. Im nächsten Schritt prüfen wir mit der Funktion PositionsTotal, ob wir keine geöffneten Positionen haben. In diesem Fall liefert uns die Funktion den Wert 0 zurück. Und wenn das zutrifft, dann nutzen wir Trade.Buy, um eine Testposition zu eröffnen. Natürlich würde man das nicht auf einem Echtgeldkonto machen, aber wir eröffnen hier eine Position mit 10 Microlot, damit wir etwas haben, das wir später verändern können. Und zu guter Letzt möchten wir hier noch die neu erstellte Funktion Change Position Size aufrufen. Der übergeben wir hier den Ask-Preis, den wir hier oben ermittelt haben. Die Funktion existiert aber bis jetzt noch nicht, deswegen müssen wir die jetzt programmieren. Wir nutzen in diesem Fall Void, da wir keinen Rückgabetyp benötigen. Der Name der Funktion soll Change Position Size sein. Und hier sehen wir den übergebenen Ask-Preis-Parameter von hier oben. Jetzt müssten wir ein paar Dinge berechnen. Wir fangen an mit der Balance, also dem Bruttoguthaben. Das kriegen wir über die Funktion AccountInfo_Double. Als Parameter übergeben wir Account_Balance, alles in Großbuchstaben. Für das Nettoguthaben funktioniert das ähnlich, auch mit AccountInfo_Double. Diesmal geben wir aber als Parameter Account_Equity an. Wir nutzen hier eine For-Schleife, um alle Positionen durchzugehen, solange wie noch geöffnete Positionen gefunden werden. Für jede dieser Positionen möchten wir jetzt das Währungspaar ermitteln. Das macht die Funktion PositionGetSymbol für den aktuellen Schleifenzähler. Danach prüfen wir, ob das Währungspaar auf dem Chart mit dem Positionssymbol identisch ist. Und wenn das der Fall ist, dann möchten wir gerne die Ticketnummer ermitteln. Die bekommen wir über die Funktion PositionGetInteger. Als Parameter wird hier Position_Ticket übergeben. Wir brauchen auch noch die Positionsrichtung. Die kriegen wir auch über PositionGetInteger. Diesmal mit dem Parameter Position_Type. Und wenn es sich um eine Kaufposition handelt, also wenn der Rückgabewert dem Wert PositionTypeBuy entspricht, dann prüfen wir zu guter Letzt auch noch, ob die Equity mindestens 10 Punkte höher ist als das aktuelle Bruttoguthaben. Und erst wenn alle diese Bedingungen hier erfüllt sind, dann nutzen wir Trade.PositionClosePartial, um für das aktuelle Ticket die Position um jeweils 1 Microlot zu verringern. Der letzte Parameter hier gibt eine Punktetoleranz an. Wir verwenden hier -1. Und zu guter Letzt beenden wir noch die If-Schleife, die For-Schleife und die Funktion. Das Trailing Stop können wir hier mal rauslöschen. Das war's soweit.
Wenn Sie nicht verstehen, was dieser ganze Code hier bewirken soll oder wenn Ihnen das zu schnell war, dann möchten Sie sich vielleicht die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie noch einmal anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Jetzt klicken wir jedenfalls erstmal auf Kompilieren. Das hat hier ohne Fehler funktioniert und darum können wir jetzt hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Das hier ist der neue Strategy Tester Wizard. Der wurde von MetaQuotes mit dem letzten Update eingeführt. Hier wählen wir jetzt Run Single Test on an Expert Advisor. Bitte wählen Sie die neu erstellte Datei aus, markieren Sie hier die Option für die Visualisierung und starten Sie Ihren Test. Hier läuft unser Expert Advisor auch schon los. Wir warten jetzt darauf, dass sich der Preis hier oberhalb von dieser grünen Linie bewegt. Und sobald das der Fall ist, werden wir sehen, dass die Positionsgröße hier verändert wird. Das ging gerade sehr schnell. Unser Expert Advisor funktioniert also und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie eine bestehende Position verringern können und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.